Es hätte natürlich schon Sinn gemacht, die herrliche Reise an der Riviera nach den Cinque Terre ausklingen zu lassen. Allerdings wollte ich unbedingt einmal nach Pisa und Florenz bot sich als Startpunkt für die Rückreise an. Also machten wir uns auch dorthin noch auf den Weg. Guten Morgen. Das Abenteuer Cinque Terre liegt uns zu Füßen. Ganz vorne Monte Rosso, da drunten Rio Maggiore, Corniglia und der Höhenweg, den wir gestern radeltechnisch gemeistert haben. Es war wunderschön. Arrivederci, Cinque Terre. Unter uns liegt La Spezia, die letzte Stadt Liguriens, bevor es in die Toskana übergeht. Ligurien haben wir komplett durchquert, von West nach Ost. Es war absolut abwechslungsreich und jetzt nochmal ganz schön spektakulär. Die heutige Etappe geht von Manarona nach Massa, wie gesagt schon in der Toskana. We were young and we were free and running, never bothered about what could be coming. Every day we danced and life was smiling. We were young and drunk in love. A few years later I have started thinking, if it's just love in every glass I'm drinking, we're like one and without you I'm sinking. I'm always shining next to you. Oh, I got you, there's no reason to chasing pavement on my own, 'cause you're here to stay every night and day. I'm delighted 'cause I got you. I have always been afraid of changes, but you shown me life is full of faces. Sometimes clouds got in our favorite places, but we were young. Mit 2 Stunden waren wir noch in die Cinque Terre. Jetzt ist es komplett flach. We're not young, but we're still free and running. And this day has never kept us bothering. Every day we dance and life's been smiling. We're not young, still drunk in love. Oh, I got you, there's no reason to chasing pavement on my own, 'cause you're here to stay every night and day. I'm delighted 'cause I got you. La 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 la. Die besten Jahre hinter sich. Time is up, nothing to do. You are gone, that makes me blue. But here he comes to take me too.
Das sehr angenehme Hotel in Marina di Massa hat der Tour des Vortages etwas von der Katerstimmung genommen. Wieder am Strand trafen wir dann aber gleich auf diese gruselige Szenerie. Bei einem Sturm ist dieses Frachtschiff in den Pier von Marina di Massa gekracht. Ein massiver Schaden an dem historischen Bauwerk, aber es gab keine Verletzten. Auf dem Weg nach Pisa ging es danach vorbei an beeindruckenden Sandstränden und mit Blick auf die weißen Marmorsteinbrüche rund um Carrara absolut entspannt dahin. Servus. Heute geht's von Massa über Pisa nach Lucca. Und jetzt verabschieden wir uns vom großen Mare und haben wir überwältigt von diesem Strand. Der ist ja gigantisch. Schaut's einmal rundum. Haben wir noch nie gesehen. 66 Jahre alt werden müssen, damit man so einen Strand einmal sieht. Aber schaut gut aus. Schaut gut aus. Wie die Sprecherin. Bis morgen. Let you down, and I know that I was not always around. I made you feel Christbaum schmücken in der Toskana. feel like you were happy for a while. I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. When I close my eyes, you know that you're the only thing I see, and it makes me cry to think that you are no longer with me. What if I said I'm sorry? What if I make a scene? Wouldn't that make you mine again? All I ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. What if I said I'm sorry? 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 What if I make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? What if I said I'm sorry? What if I make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? Für diesen Anblick haben wir doch einigen Umweg in Kauf genommen, aber da wollte ich unbedingt einmal her. Ich war noch nie in Pisa mit den gigantischen Monumenten. Ich bin begeistert. Absolut. Comunque tra poco veniva nel parchetto di ingegneria. Absolut. Quadrato, pratico, buono. Hauptsächlich Buono. Kultureller Hochgenuss und du Auch. quadratischer Hochgenuss. I heard that you find
keine Autobahn, sondern die Stadtmauer von Lucca. Die Mauer rund um Lucca ist 6 Kilometer lang. Am Ende der Tour durch die Stadt waren tatsächlich schon die Scheinwerfer an und das Maß für Besichtigungen von Kulturdenkmälern endgültig voll. Die letzte Etappe von Lucca nach Florenz war mit 85 Kilometer nicht nur die längste, sondern auch die nervigste der ganzen Reise. Obwohl wir uns am Fernradweg via Francigena orientierten, gerieten wir besonders zwischen Alto Passo und Ponte a Capiano in massiven Schwerlastverkehr. Ab Empoli kamen wir entlang des Arno wieder etwas entspannter voran. Gonna stay in this moment. Gonna lay here on the grass. I don't need to feel lonely. I am finally home at last. And I don't mind being gone on adventures for a while. No, no. 'Cause the best thing about it is I know I'm coming back. Oh, oh. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold, no matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know why, don't know why, I'm always feeling homesick. Oh. Das Endziel Florenz entstand aus dem nostalgischen Gefühl, eine Verknüpfung zu unserer Radreise 2021 nach Rom herzustellen. Aber wie schon beim zweiten Erreichen von Santiago war auch diese Ankunft leider nur mehr ein lauer Abklatsch großer Premierengefühle. Das war sie also, die letzte Etappe unserer Radreise 2025. Hinter uns die Ponte Vecchio, also haben wir in Florenz angekommen. Allerdings war die Etappe halt von Lucca nach Florenz nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig. Gruselig war's, gruselig. 85 Kilometer und furchtbar viel Verkehr, zum Teil mit Laster. Und eine bedingt hübsche Gegend, die wir durchquert haben. Aber das hat sein müssen. Wollten wir daherkommen und jetzt haben wir das geschafft. Jetzt legen wir erst einmal die Beine hoch und dann morgen Besichtigung und dann vielleicht ein Rückblick auf die ganze Reise. Vielleicht. Bis dann. Bis dann.
a vision of the sun that's slowly rising, painting little clouds at the horizon. The colors of the trees of late September, the glistening snow of morning in December, like the sunbeams after rain has fallen, the stillness when the storm has stopped its roaring, the silver moon and stars above the ocean, the words of love that fill you with emotion. Così bella, that's how beautiful you are. Così bella ed anche più sei tu. Hoch über den Dächern von Florenz am Ende von unserer Radreise 2025 an der französischen und italienischen Riviera. Und wir versuchen, unsere wichtigsten Gedanken kurz euch näher zu bringen, damit unsere Gefühlswelt in etwa widerspiegelt. Was fällt uns als erstes zu der Radreise ein? Da gibt schon mal einen Kommentar ab. Wir haben einfach eine wunderbare Landschaft, eine neue Landschaft kennengelernt, das wo wir so vorher noch nicht gesehen haben. Die französische Riviera, Côte d'Azur, die italienische Riviera, haben wir mehr drin gewesen und haben wir wunderschöne Radlwege und Radtouren erleben dürfen. Absolut, also besonders bleibt mir jetzt im Kopf die zwei Höhenradwege, die Rue de Crête kurz nach Marseille und der Höhenweg über die Cinque Terre-Orte. Und schon wirklich geniale Ausblicke und fast komplett ohne Verkehr. Wobei man natürlich nicht erwarten darf, dass man jetzt 1200 Kilometer ohne irgendwie Straßenverkehr hinkriegt. Das ist einfach unmöglich. Aber es hat sich in Grenzen gehalten. Was sagen wir zu unseren Highlights? Mein Highlight war ja Cinque Terre. Und wie wir schon so oft festgestellt haben, haben manche Orte von oben einfach wunderschön und unten meistens überfüllt. Kann man in dem Fall so sagen. Mein Favorit war ja die Camargue. Und einen Tag haben wir wirklich genau das erleben dürfen, was ich mir vorgestellt habe. Durch die unberührte Natur mit der ganzen Vogel- und Tierwelt. Aber der Weg dorthin war zum Teil auch ein bisschen mühselig. Also es ist alles mit Licht und Schatten etwas versehen, wie es halt im Leben so ist. Wie es so oft ist, wird man da am besten überrascht, wenn man eigentlich gar nichts erwartet. Wenn man meint, ja, heute ist ein bisschen so ein Tag, da wo man bloß dahin radelt. Und dann kommt man plötzlich in einer Tour, in ein Naturschutzgebiet, wo einem völlig von den Socken haut. Okay? Ja, die 4 Wochen waren extrem intensiv für uns und es ist natürlich jetzt der Akku leer und der Speicher komplett überfüllt. Es wird Zeit, dass wir wieder nach Hause kommen und alles sortieren können. Der Herweg hat ganz gut funktioniert. Wir beschreiben das im Video, wie wir das gemacht haben. Der Rückweg ist geplant mit dem Flixbus von Florenz nach München und dann mit dem Zug nach Hause. Das Problem ist, dass wir heute bis um 10 Uhr abends warten müssen, bis der Flixbus fährt. Haben wir ein bisschen was abzuwarten. Einfach wunderschön was. Und jetzt ist es wunderschön, wenn wir heimkommen. Das war's. Servus. Servus, bis demnächst.